vom illegalen Skatespot hin zu einem offiziellen Skatepark. Dieser Spot hat bewiesen, dass so etwas möglich ist. West LA Courthouse. West LA Courthouse. The West Los Angeles Courthouse. Das West LA Courthouse ist ein ehemaliges Verwaltungszentrum in Santa Monica, Los Angeles, welches in den 50ern gebaut wurde. Auf dem Gelände findet sich alles, was das Skaterherz begehrt. Mehrere Curbs mit verschiedenen Höhen, Manipads, Stufen und man konnte endlos lange Lines fahren. Somit gilt das West LA Courthouse als Prototyp eines Skate-Plazas. Es gab nur ein Problem. Skaten war hier strengstens untersagt und die Polizei ließ nie lange auf sich warten. They're not supposed to be skateboarding in here, period. An LA cop scolds and threatens this crew at the courthouse in West LA. And I'm going to start putting people in jail for skating over here. I'm getting disgusted with having to tell people the same thing over and over again. This is not a skate park. Die Skate-Community in LA ließ sich davon aber nicht abschrecken. Man sah nämlich, welches Potenzial in diesem Spot steckt. Die Geschichte des West LA Courthouse lässt sich in 3 Abschnitte unterteilen. Angefangen hat alles, als das Vert- und Bowl-Skaten Mitte der 80er auf dem absteigenden Ast war und Skater auf die Straßen ausweichen mussten. Ende der 80er wurde das Gelände des West LA Courthouse von Skatern entdeckt und man nahm alles in Kauf, dass man hier auch weiterhin skaten kann. Stress mit den Cops oder Obdachlosen stand auf der Tagesordnung. Nein, Mann, das ist super illegal. Yeah, it was super sketchy, but I was oblivious. That was so to me it was such a beautiful vibe here. It was like, it smelled dirty and like pee in the corner and like all this kind of stuff was still going on. And dudes having baseball bats and like fucking mop handles and like swinging at each other. But it was just all, to me, part of the thing that made this place special. I don't know why. I mean, listen, it was a homeless encampment there. People would be taking shits on the walls, literally, as we're skateboarding, just shit running down the wall. The cops would come, give us all tickets or kick us all out, and meanwhile, there's just this craziness going on there, and they wouldn't even kick any of those guys out. So for some reason, it was illegal for us to skate there, but it wasn't illegal to take a shit on the wall. Die ersten Videoclips an diesem Spot kamen 1990 von Eric Dressen. He was the one that I used to go to the courthouse with initially, back in the day. Und ein Jahr später auch das erste Thrasher-Cover an diesem Spot. Ebenfalls Eric Dressen, hier mit einem No-Sponk Tail Grab. Ab da hatte jeder diesen Spot auf dem Schirm und in so gut wie jedem Videopart eines Pros wurde hier etwas gefilmt. 1994 folgte Eric Kosten mit seinem Goldfish-Part, in dem gleich mehrere Clips an diesem Spot zu sehen sind. Das war übrigens auch das erste Video der damals noch frischen Marke Girl Skateboards. Ab 2000 verlagerte sich der Fokus ein Stückchen weg von den Curbs und die Bühne rückte ins Rampenlicht. Brad Hayes hob das Manual Game mit seinem Part in Baker 2G auf ein neues Level. Die Bühne ist jetzt nicht gerade niedrig, umso erstaunlicher, was da alles für Tricks gemacht wurden. Ab Mitte der 2000er wurde es wieder etwas ruhiger um den Spot, da er ehrlicherweise schon ziemlich ausgelutscht war. Außerdem wurden an einigen Curbs Skatestopper angebracht, um das Skaten so weit wie möglich zu unterbinden. Die Skate-Community in Los Angeles hielt dennoch an diesem Spot fest, da das Gelände für sie mittlerweile zu einem Zuhause geworden ist. 2013 wurde das Verwaltungszentrum aufgrund Budgetkürzungen geschlossen und das war der Startschuss für eine überraschende Wendung für die Skateboarding-Szene in LA. Einige Tage vor dem Go Skateboarding Day 2014 gab Nike SB bekannt, dass man von den Behörden die Erlaubnis bekommen hat, den Go Skateboarding Day am West LA Courthouse zu feiern und die Skatestopper für diesen einen Tag entfernen zu dürfen. Alec Beck und Aaron Snyder, 2 Locals aus LA, haben darin eine einmalige Chance gesehen. Und nach einigen Gesprächen mit den Behörden und Nike SB konnte man sich tatsächlich darauf einigen, den Platz als offiziellen Skateplaza zu erhalten. Die Bedingungen waren, dass man für die nächsten 5 Jahre jährlich einen Betrag in Höhe von $10.000 für Instandhaltungsmaßnahmen bezahlt und sich darum kümmert, dass das Grundstück sauber bleibt. Für die Übernahme der jährlichen Kosten hat sich Nike SB einverstanden erklärt. Außerdem gab es noch eine weitere Bedingung und die war für jeden Skater in LA wahrscheinlich die größte Herausforderung ever. Für die nächsten 2 Monate nach Ende des Go Skateboarding Days war es nicht gestattet, am Courthouse zu skaten, da noch einige bürokratische Sachen geklärt werden mussten. Alec Beck hat daraufhin diesen Flyer an den Curbs angebracht mit der klaren Botschaft: Wenn ihr hier skatet, versaut ihr es für alle.
2 Monate später, ein wenig zur Überraschung aller Beteiligten, haben sich tatsächlich alle Skater an diese Bedingungen gehalten. Laut Aussage eines Security-Mannes sind in den 2 Monaten tagtäglich Skater an dem Spot aufgetaucht, haben den Zettel gelesen und sind wieder abgehauen. Die Skate-Community hatte mit bewiesen, dass sie alles dafür machen würde, um weiterhin an diesem Spot zu skaten. Sogar auf Skaten verzichten. Der Spot wurde daraufhin offiziell als West LA Courthouse Skate Plaza wieder eröffnet und es sah alles nach einer rosigen Zukunft aus. Nach der Eröffnung als offizieller Skatepark schien die Welt perfekt zu sein. Since the spot has become legal, it's definitely more free and a lot more fun to skate. You're not on your toes, you're not watching for security or cops to come kick you out. It's not like a normal skate sesh. It almost feels like you're in a sense at a skate park and you just be outside and enjoy freedom of the spot. Für den Go Skateboarding Day 2015 wurde sogar der Brunnen, der Mitte der 2000er abgerissen wurde, wieder aufgebaut. Nike decided for the one-year reunion to build out the legendary fountain and to kind of add on to this historic landmark for skating and stuff. Außerdem wurden auch noch 2 Flat Rails angebracht. Super long circle rail, super fun to throw grinds on and just incorporate into your lines. Nur in professionellen Videoparts war der Spot kaum noch zu sehen, weil, naja. You know, now that the ledges are metal, there's a debate with some people, like, is it legit to get real footage on the ledges part? So most people kind of get their footage on the stage. Das West LA Courthouse war nun ein ganz normaler Skatepark mit einer einzigartigen Geschichte. Und jeder war zufrieden. Nur nicht die Stadt Los Angeles. 2018 wurde bekannt gegeben, dass das Gelände zum Verkauf angeboten wird. Wie es mit dem Spot weitergehen wird, wusste niemand. Fürs Erste änderte sich aber dennoch nichts, bis im Oktober 2020 die vorstellbar schlechteste Nachricht überhaupt kam. Das komplette Gelände samt aller Spots soll platt gemacht werden, um Platz für neuen Wohnraum zu schaffen. Die Bilder von den Plänen erinnern stark an die South Park-Folgen mit Sodo Sopa. Sodo Sopa. Willkommen zu Hause. Es geht hier um die fortschreitende Gentrifizierung in Los Angeles, die seit einigen Jahren in vollem Gange ist. Alec Beck setzt sich auch hier noch fürs West LA Courthouse ein und bespricht mit den Behörden, wie man einzelne Elemente des Spots retten, recyceln oder nachbauen kann, damit dieser kulturell wichtige Spot zumindest teilweise nachfolgenden Generationen ebenfalls zur Verfügung steht. Voraussichtlicher Baubeginn ist Ende 2023. Sehr viel Zeit bleibt jedenfalls nicht mehr übrig. Zumindest besteht an diesem legendären Spot für die Skate-Community noch die Möglichkeit, eine große Abschiedsparty zu feiern. Denn an diesem Spot war das nicht mehr möglich.